Hallo, heute machen wir die perfekte Soße für deinen Gänsebraten. Und dafür brauchst du die folgenden Zutaten. So, hier habe ich schon alles vorbereitet. Als allererstes schaltest du den Herd auf die höchste Stufe. Hier geben wir jetzt als erstes, hier habe ich quasi das Gänseklein. Das heißt, ist quasi der Hals und die Innereien sowie das Fett. Das Fett habe ich aber nicht das Ganze benutzt, sondern nur circa ein Fünftel, also ein bisschen weniger. Das geben wir als erstes hier rein. Dann müssen wir nämlich kein extra Öl oder Fett noch nutzen. Aber es ist wichtig, dass du das Fett benutzt, weil das ist halt auch ein Geschmacksträger. Das jetzt hier einmal kurz im Bräter verteilen, damit überall ein bisschen Fett und Öl ist. Übrigens kannst du es auch im Topf machen. Ich habe nur festgestellt, je größer die Fläche ist, je mehr hast du zum Anbraten, je besser wird der Geschmack. Und in einem Bräter brennt es auch nicht so schnell an oder in einer Teflonpfanne, je nachdem, was du zu Hause hast. So, jetzt, wo hier schon so ein bisschen das Öl ausgelassen ist, gibst du direkt das restliche Gänseklein mit dazu. Und das gilt es jetzt erstmal schön von allen Seiten anzubraten. So, jetzt ist unser Gänseklein schon von allen Seiten schön angebraten. Daher kommt als nächstes unser Suppengrün mit hinzu. Da sind aber auch eine große Zwiebel und Äpfel mit dabei. Äpfel aus dem Grund, damit wir den Geschmack der Gans, weil ich die Gans ja immer mit Zwiebeln und Apfel befülle, auch in unserer Soße widerspiegeln. Und das gilt es jetzt auch erstmal schön von allen Seiten anzubraten. Hier aber auch aufpassen, dass die Zwiebeln dürfen nicht braun werden. Also sie sollten wirklich hier nur ganz leicht angebraten werden, weil wenn sie dir quasi schwarz werden, machen sie den Geschmack deiner Soße kaputt. Ja, also auch hier geduldig, immer wieder schön wenden und von allen Seiten anbraten. So, unser Gemüse ist jetzt auch noch schön mit angebraten, auch die Zwiebel und die Äpfel immer. Ich hoffe, du hast auch kontinuierlich gewendet, damit nichts anbrennt. Hier jetzt als erstes eine großzügige Prise Salz. Die bindet jetzt noch mal so ein bisschen das Wasser und gibt so dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Geschmack. Auch damit ganz kurz anbraten. Ich hoffe, du siehst überhaupt was. So, jetzt kommt das Tomatenmark mit dazu. Hier habe ich dreifach konzentriertes Tomatenmark genommen, es geht aber auch zweifach konzentriertes. Hier wird jetzt einfach nochmal, das Tomatenmark gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Röstaromen und vor allem auch die braune Farbe. Das jetzt quasi auch schön verteilen und anbraten lassen. So, jetzt das Ganze mit einem guten Schuss Wein ablöschen. Wie du siehst, verschwindet der auch relativ schnell, verkocht wieder, soll auch so sein. Ja, es gibt dem Ganzen nur noch mal Geschmack. So, und soweit reicht es jetzt auch schon. Du siehst, der Wein hat sich so gut wie komplett verkocht. Dann geben wir unser Wasser dran und die Gewürze. Da habe ich hier Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Piment und noch einen Brühwürfel. Außerdem gebe ich hier jetzt nochmal Zucker dran, ein bisschen um den Geschmack zu intensivieren. Und nochmal eine Prise Salz. Und diese Soße lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel circa 1 Stunde auf mittlerer Stufe vor sich hin köcheln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Kochzeit für unsere Soße für den Gänsebraten ist soweit fertig. Und das gilt es jetzt erstmal abzuschütten. Ich habe jetzt hier erstmal eine Schale mit einem
relativ groben und großen Sieb. Und dort schütten wir das Ganze jetzt erstmal rein. Schön vorsichtig, da es heiß ist, damit du dich nicht verbrennst. Und vor allem, wenn die Sachen reinfallen, spritzt es manchmal ein bisschen. Von daher hier wirklich aufpassen. So, jetzt nehme ich hier direkt schon einen kleineren Topf und auch einen feineren Sieb, so ein Haarsieb, wo wir dann die Soße nochmal durchseiden lassen, damit auch kleine Stücke, falls jetzt zum Beispiel Knochensplitter abgegangen sind oder so, damit die auch rausgesiebt werden. So, hier haben wir jetzt unsere Bratensoße. Die schütte ich jetzt hier nochmal durch diesen Haarsieb durch, um auch die letzten eventuell kleinen Klumpen rauszulassen. Hier jetzt nicht mit einem Löffel irgendwie drücken, sondern eher so anklopfen, damit es so rausgeht, damit wir da jetzt nicht irgendwas durchdrücken, was wir am Ende nicht in unserer Gänsesoße haben möchten. Ja, also einfach so ein bisschen entweder aufklopfen an den Rand oder mit der Hand so ein bisschen klopfen. Das siehst du ja schon, dass es auch so durchfließt. So, und wie du siehst, haben wir hier auch noch einiges rausgeholt. So, jetzt das Ganze noch mal kurz rühren und abschmecken. Dann hier gegebenenfalls noch mal nachwürzen. Ich mache jetzt zum Beispiel erst den Pfeffer dran, ein bisschen Salz. So, hier ist jetzt unsere fast fertige Gänsebratensoße. Hier ist jetzt allerdings noch relativ viel Gänsefett oben drauf, wie du hier wahrscheinlich auch siehst. Also ein bisschen was muss drin sein für den Geschmack, aber nicht ganz so viel, wie du hier jetzt gerade siehst. Je nachdem, wie viel Zeit du hast, stellst du jetzt entweder die Soße kalt, sodass sie fest wird. Das werde ich jetzt gleich tun. Oder wenn du nicht mehr so viel Zeit haben solltest, bis deine Gäste kommen oder um die Soße kalt werden zu lassen, nimmst du einen Löffel, legst ihn hier rein und drückst so ganz leicht nach unten. Dann siehst du, dann geht hier nur das Fett in den Löffel hinein. Und so schöpfst du dann quasi Löffel für Löffel das Fett von deiner Bratensoße ab, so dass nicht mehr ganz so viel drin ist. Und wenn du hier siehst, hat sie ja drunter eine schöne Farbe. Und wenn du das gemacht hast, beziehungsweise wenn meine Soße kalt ist, sehen wir uns gleich wieder. Die Gänsesoße von mir ist jetzt abgekühlt. Falls du die andere Variante gemacht hast, bist du damit schon fertig. Hier siehst du jetzt auch bei mir, wie sich das Fett hier oben abgesetzt hat. Das nehme ich jetzt mit einer relativ flachen Kelle ganz langsam von oben raus. Das ist auch so ein bisschen dickflüssiger. Ich glaube, man kann es ziemlich gut jetzt hier auf dem Video sehen. Oder ich hoffe es. Das schüttest du dir einfach so ein bisschen ab, damit es nicht ganz so viel Fett in deiner Soße drin ist. So, ein bisschen was geht noch. Hier siehst du gut den Unterschied. Dieses orange-cremige ist quasi das Gänsefett. Und unten drunter dieses braune, was jetzt schon so zum Durchscheinen kommt, ist unsere Gänsesoße. So, das reicht dann im Prinzip schon. So ist zumindest meine Soße genug entfettet. Jetzt warten wir erstmal kurz ab, wie sich unsere Gänsesoße so gemacht hat. So, und während sie aufheizt, mache ich schon mal die Speisestärke bereit, um die Soße später noch ein bisschen dicker werden zu lassen. Hier habe ich einen Esslöffel Speisestärke. Wenn du keine zu Hause hast, kannst du auch Mehl nehmen. Hier gebe ich jetzt erstmal ein bisschen Wasser mit dazu. Das ordentlich rühren, dass es möglichst klumpenfrei ist. Ja, es sollte wirklich so wenig Klümpchen wie möglich enthalten, sonst hast du später die Klumpen in deiner Soße. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann gucken wir auch hier. Die wird jetzt auch langsam schon heiß. Lassen sie erstmal kurz aufkochen. So, hier nochmal schön umrühren. Den Herd wieder ein bisschen runterschalten. Sehr gut. Also von der Farbe her ist sie definitiv schon super. Ich schmecke es jetzt nochmal kurz ab. Da mal schön vorsichtig. Sehr heiß. So, hier muss bei mir jetzt auf jeden Fall nochmal Pfeffer dran. Pfeffer gebe ich immer gerne erst zum Schluss mit dazu, damit es nicht so bitter wird. Also zumindest bei der Gänsesoße habe ich diese Erfahrung gemacht, weil man es beim langen Einkochen oft nicht abschätzen kann. So, jetzt hier leicht köcheln lassen und dann geben wir unsere Speisestärke-Wassermischung dort mit hinein. Kochen das Ganze jetzt nochmal auf. Du hast wahrscheinlich eben auch gesehen gehabt, dass sie noch sehr dünn ist. Und lassen sie so jetzt, dicken sie so jetzt noch ein bisschen ein und reduzieren sie noch ein bisschen.
Wenn dir die Konsistenz dann noch nicht reichen sollte, kannst du natürlich immer noch mal ein bisschen Speisestärke mit Wasser nachmachen. Sei da aber eher geduldig mit, weil oft hier siehst du es jetzt schon, dass es dicker wird. Das sieht man an der Art, wie sich hier die Blasen schlagen. Manchmal brauchst du einfach Momente, bis es nachzieht, damit du dann nicht am Ende eine zu dicke Soße hast. Das wäre auch nicht schön. Dann wieder leicht runterschalten. Und jetzt nochmal die Konsistenz für dich überprüfen, ob es dir so reicht. Für mich ist es jetzt so fein. Das ist jetzt eine schöne, nicht zu dicke, aber auch nicht zu dünne Soße. Dann hier einfach nur noch eine Sauciere abfüllen. Und dann ist hier unsere fertige Gänsebratensoße. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, wie sie dir geschmeckt hat. Und bis zum nächsten Mal.